Hallo, ich heiße Alina Zakrewska. Ich bin Gründerin von Pauka Club, einer Sprachschule und Online-Plattform zur gezielten Prüfungsvorbereitung. Aber in der ersten Linie bin ich Deutschlehrerin und Expertin für internationale Deutschprüfungen. Der Schwerpunkt meiner 15-jährigen Erfahrung war und ist die Vorbereitung auf das Studium in Deutschland. Heute kommt das Thema zur Sprache, weil mein Ziel ist, Vorurteile in diesem Bereich irgendwie zu vermeiden. Ich bekomme jeden Tag sehr viele Fragen und heute werde ich diese Fragen beantworten. Also, das Thema der heutigen Präsentation heißt Deutschzertifikate für Hochschulen und Universitäten. Es geht natürlich um deutsche Hochschulen und um deutsche Universitäten. Zuerst beschäftigen wir uns mit Mindestanforderungen. Da müssen Sie zwei Hauptbegriffe kennen. Das sind Hochschulreife und natürlich Deutschkenntnisse. Also das ist der Hauptpunkt, den wir dann heute besprechen. Zuerst besprechen wir aber die Hochschulreife. Was bedeutet Hochschulreife? In Deutschland muss man 12 bis 13 Jahre lang gelernt haben, damit man ein Abitur machen darf und dementsprechend danach, nach dem erfolgreichen Abitur, auch studieren. Für uns Ausländer bedeutet es, dass man 12 Jahre lang in der Schule im Heimatland gelernt haben soll, damit man studieren darf in Deutschland, berechtigt ist, in Deutschland zu studieren. Falls das nicht so ist, falls man so zum Beispiel 11 Jahre gelernt hat im Heimatland, muss man ein Jahr lang entweder an der Universität im Heimatland studiert haben oder man muss dann Studienkolleg in Deutschland besuchen. Es ist ehrlich gesagt keine Katastrophe. Man bespricht das sehr oft, dass man ein Jahr verschwendet in diesem Studienkolleg und man freut sich nicht darüber. Aber ich muss ja sagen, das ist überhaupt keine Zeitverschwendung. Man studiert in dieser Zeit. Ja, also Sie werden dann die Fächer studieren, die Sie dann auch an der Deutschen Universität studieren möchten. Also es ist, sagen wir so, ein zusätzliches Jahr zum Studium. So deshalb ist das ja, ich bin absolut dagegen, dass man das so betrachtet, dass es so Zeitverschwendung ist. Absolut nicht. Und vielleicht wäre es für Sie dann auch eine gute Alternative zum Studium in Ihrem Heimatland, wenn Sie dann danach sowieso in Deutschland studieren möchten. Also betrachten Sie dann diese Möglichkeit. Noch eine Möglichkeit ist ein Fast-Track-Programm an der gewählten Universität. Nicht an allen Universitäten, nicht an allen Hochschulen gibt es dieses Programm, aber insgesamt können Sie was finden. Es gibt sehr bekannte Programme, so zum Beispiel Studienbrücke für gewählte Länder oder dann für alle Ausländer gibt es so zum Beispiel an Kölner Uni ein Fast-Track-Programm. Also Sie können dann einfach in Google tippen, Fast Track und dann mal sehen oder irgendwie anders dann recherchieren, auch mit Hilfe von KI, kein Problem. Ja, also Sie können dann die Universitäten finden, die Ihnen so ein Programm anbieten. Dann werden Sie ein paar Monate oder auch dann ein halbes Jahr an der Universität verbringen. Sie werden dann diesen akademischen Unterschied zwischen ihrem Heimatland und Deutschland ausgleichen. Der zweite Punkt heißt Deutschkenntnisse. Hier steht nur, ja, abhängig von der Universität. So ist es. Es ist ganz stark abhängig von der Universität. Insgesamt kann man aber sagen, von B2 bis C2, ja, das sind akzeptable Niveaustufen. Je höher, desto besser. Ja, aber man kann dann nicht so insgesamt behaupten, man muss dann gezielt an der Seite der Universität überprüfen, welches Niveau passt. Aber darüber werden wir eigentlich in dieser Präsentation weitersprechen. Sie werden dann mehr erfahren, wie das funktioniert. Also,
Hier haben wir Übersicht über die Niveausstufen. Sie wissen das wohl. Es geht um GER, also das sind gemeinsame Rahmen für europäische Sprachen, wie man dann Sprachfertigkeiten dann einschätzen kann, bewerten kann. Wir haben da 6 Niveaustufen: A1, A2, B1, B2, C1 und C2. Ich habe hier gezielt Links geschrieben, was diese Niveaus, was wird gemeint, wenn wir dann über diese Niveaus sprechen, damit Sie dann selbst einschätzen können, ab welchem Niveau man schon studieren kann. Ja, so vielleicht wissen Sie, wie man in Ihrem Land studiert, oder wenn Sie zu jung sind, dann können Sie mit Ihren Eltern darüber sprechen und dann selbst verstehen, welches Niveau gerade das Richtige ist. Und dann vergleichen wir mit den Niveaus, die die Universitäten akzeptieren. A1 Anfänger, Begrüßungen über sich selbst erzählen. Ja, so Sie können auf diesem Niveau sagen: Hallo, ich heiße Alina, ich bin Jahre alt, ja, und ich bin Deutschlehrerin. Sonst nichts. Ja, so deshalb ist es nichts. Es gibt hier nichts zu besprechen. A1 ist zu wenig, zu niedrig, damit man sich überhaupt äußern kann, geschweige schon von fachlichen Themen. A2, grundlegend Kommunikation in bekannten Alltagssituationen, Einkaufen, Familie und so weiter. Sie verstehen das doch, dass wir an der Uni keine Alltagssituationen erleben. Also doch erleben wir, aber was den fachlichen Bereich betrifft, sind das gar keine Alltagssituationen. Wenn man dann also Medizin studieren möchte oder dann andere Fächer, ja, es geht nicht darum, dass sie Einkäufe besprechen oder ihre Familienangehörigen. Da kommen wir zum B1 Mittelstufe Niveau. Selbstständige Kommunikation in vertrauten Situationen, Hobbys, Reisen. Also Sie sehen, hier steht vertraute Situationen statt Alltagssituationen. Schon ein bisschen besser. Ja, sowieso sind die Situationen so, dass sie eher touristischen Zielen entsprechen, ja, aber nicht der Universität Atmosphäre. B2 fortgeschritten, freie Kommunikation und Argumentation, zum Beispiel in Diskussionen. Ich würde sagen, das ist das Mindestniveau, ab dem wir überhaupt dieses Gespräch beginnen können, obwohl man da keine Fachkenntnisse in deutscher Sprache hat. Trotzdem ist das, sagen wir so, eine gute Basis, wo man diese ausbauen kann. Ja, so deshalb darf man da beginnen, aber ich kann nicht sagen, dass Sie so reibungslos studieren werden, wenn Sie nur noch B2-Niveau haben. Am besten wäre es dann das nächste C1-Niveau. Hier steht akademisch und beruflich. Umgang mit komplexen Themen, Nuancen verstehen. Das ist der richtige Ausgangspunkt. Ich würde dann jedem empfehlen, dass Sie so ungefähr auf dem Niveau C1 sind, damit sie sich mehr oder weniger sicher fühlen, wohlfühlen, in Klassenzimmern, so in Gesprächen mit Professoren, Dozenten, Dozentinnen und so weiter. C2, ja, werden wir nicht besprechen. Natürlich, wenn Sie C2 haben, dann werden Sie wohl dieses Video auch nicht mal schauen, weil Ihre Frage entsteht dann auch nicht. Hier oben steht Einstufungstest. Es ist sehr oft so, dass man auch gar nicht verstehen kann, auf welchem Niveau man ist. Und natürlich ist jedem zu empfehlen, eine Prüfung zu machen. Aber eine Prüfung, nehmen wir also zum Beispiel Goethe-Zertifikat, kostet ja so etwa 300 Euro. Und so deshalb ist das ja auch keine so gute Idee, nur einfach das Niveau zu überprüfen mit Hilfe von einer internationalen Prüfung. So deshalb würde ich Ihnen diesen Einstufungstest empfehlen. Da wird Grammatik überprüft, da werden Strukturen überprüft, Wortschatz, Lesen, Hören,
der Test dauert ziemlich lange, aber wenn Sie dann diese Zeit für sich selbst, für Ihre Sprache finden, dann werden Sie dementsprechend belohnt und Sie werden dann ganz deutlich verstehen, wo Sie Verbesserungen brauchen. Ja, weil wenn man dann sehr oft nur das Sprechen betrachtet, ja, so dass Sie so zum Beispiel deutsche Freunde haben oder Sie sind dann selbst in Deutschland und kommunizieren dann jeden Tag, dann denken Sie, okay, so ich werde von meinen deutschen Friends ja gelobt, alle sagen mir, ja, sehr gut, mach dann weiter. Ähm, und sie werden dann auch nicht korrigiert, was nämlich nicht bedeuten soll, dass sie problemlos kommunizieren können und dass das alles dann so leicht geht. Auf dieser Folie besprechen wir Prüfungswahl für das Studium. Wenn Sie auch Ihr Niveau kennen und Sie wissen, welche Prüfung Sie können dann nicht wissen, welche Prüfung Sie dann machen müssen, weil es eigentlich viele gibt, besprechen wir dann, was Sie beachten müssen. Der erste Punkt, ob das Zertifikat von der Wunschuni anerkannt wird. Darüber werden Sie sich am liebsten auf der Uni-Seite informieren. Da können Sie einfach googeln. Sie können dann eintippen, so zum Beispiel, weiß nicht, TU München, Ausländer, Voraussetzungen oder Anforderungen oder irgendwie so. Sie werden dann auf der Seite der Universität alles finden. Da gibt es eine Liste. Ähm, ja, ich sage nicht, dass alle an TU München studieren sollen. Ich meine nur ihre gewünschte Uni, egal welche. Ja, so das war nur meine erste Idee. Also Sie werden dann eine Liste finden mit Zertifikaten, die anerkannt werden. Und das kann für Sie eigentlich vieles bedeuten. Ja, so da kann es so sein, dass es so zum Beispiel TestDaF gibt, der das Niveau C1 bestätigt, aber C1 Goethe-Zertifikat passt nicht, ja, oder ÖSD zum Beispiel. Ja, da müssen Sie dann sicher sein, dass diese Universität Ihre Prüfung akzeptiert. So, das ist der erste Punkt. Am liebsten werden Sie dann die Seiten von Universitäten besuchen, die Sie möchten, also die Sie vielleicht gut finden, ja, oder aus anderen Gründen für sich gefunden haben. Und da werden Sie sich eine Liste zusammenstellen von den Zertifikaten, die dann passen. Der zweite Punkt wird die Prüfung im eigenen Land angeboten. Ein wichtiger Punkt, damit Sie nicht jedes Mal nach Deutschland reisen, falls Sie noch nicht in Deutschland sind, müssen Sie überprüfen, ob das überhaupt möglich ist, in Ihrem Land diese Prüfung zu machen. Ich würde Ihnen nicht empfehlen, jedes Mal ins Ausland zu fahren, weil es kann so sein, dass auch wenn Sie super gut vorbereitet sind, Sie können an diesem Tag, weiß nicht, krank sein, sich nicht wohlfühlen, sehr gestresst, sehr nervös sein. Wir sind alle Menschen, das kann doch passieren, ja. Und wenn Sie dann jedes Mal ins Ausland fahren müssen, wenn der Weg ziemlich lang ist und schwierig, ja, dann können Sie diese Prüfung auch mal nicht machen, nicht aus dem Grund, weil Sie etwas nicht wissen, sondern einfach aus dem Grund, aus anderen Gründen, sagen wir es so. Also, der zweite Punkt, ob die Prüfung im eigenen Land angeboten wird. Ich kann ja sagen, dass, also ich werde jetzt erzählen, welche Prüfungen dann in sehr vielen Ländern angeboten werden. Vielleicht wird es Ihre Wahl beeinflussen. Der dritte Punkt, ob die Prüfung modular ist. Was bedeutet modular? Bei allen Deutschprüfungen gibt es 4 Teile. Lesen, hören, schreiben, sprechen. Also 4 Module. Ähm, Es geht dann darum, ob Sie jedes Modul getrennt machen dürfen oder nur die ganze Prüfung. Falls Sie jedes Modul wiederholen dürfen, dann ist es viel, viel besser, weil falls Sie so zum Beispiel Lesen nicht gemacht haben, müssen Sie nicht die ganze Prüfung wiederholen, sondern nur diesen Teil Lesen wiederholen. Erstens ist das günstiger,
weil sie nicht für die ganze Prüfung zahlen. Und zum Zweiten ist das weniger anstrengend. Ja, also sie müssen sich nicht darum kümmern, dass sie dann vielleicht nächstes Mal einen anderen Teil nicht gemacht haben und so werden sie diese Prüfung endlos wiederholen. Wie schnell kommt das Ergebnis? Bei manchen Prüfungen dauert der Prozess bis 6 oder noch länger Wochen. Und das ist nicht so gut, weil sie dann richtig ihre Zeit, ihre Vorbereitungszeit berechnen müssen und sie müssen dann auch ganz richtig verstehen, wann sie ihre Papiere dann an die Universität schicken werden. Ja, so deshalb ist das auch ganz wichtig, ob die Prüfung schnell überprüft wird. Und der letzte Punkt, ist eine baldige Wiederholung möglich? Worum geht es hier? Falls Sie die Prüfung nicht gemacht haben und der nächste Termin steht nur in 2 oder 3 Monate, das kann es so sein, dass es zu spät ist, ja, und dass Sie dann den richtigen Termin, Bewerbungstermin verpasst haben oder dass die Frist abgelaufen ist und Sie müssen dann sich um ein nächstes Semester bewerben, was vielleicht auch nicht Ihren Plänen entspricht. Wir betrachten jetzt 3 Alternativen. Das sind Goethe-Zertifikat, TILG, Test, DAF. Es gibt noch die Prüfung ÖSD für Österreich. Diese ist aber nicht so super populär an deutschen Universitäten, so deshalb werden wir diese nicht betrachten. Goethe-Zertifikat, würde ich sagen, ist die beste Prüfung, was Anerkennung betrifft. Goethe-Zertifikat kennt man überall. Es zeigt dann ein sehr gutes Niveau. Und wenn Sie Goethe-Zertifikat gemacht haben, bedeutet es nur Respekt. Ja, Respekt pur. So deshalb würde ich Ihnen diese Prüfung in diesem Zusammenhang empfehlen. Aber es gibt hier bei Goethe-Zertifikat getrennte Prüfungen von A1 bis C2. Das bedeutet, falls Sie so zum Beispiel C1-Prüfung gemacht haben und Sie haben nicht genug Punkte gesammelt, das bedeutet nicht, dass Sie B2 bekommen. Sie werden nichts bekommen. Ja, so. Das bedeutet, die Person, die so zum Beispiel knapp C1 ist und die Person, die dann A1 ist, diese 2 werden gleiche Ergebnisse bekommen, also nichts. Ja, so deshalb ist es ja ein bisschen schlimmer in dieser Situation als der Test darf, über den wir ein bisschen später sprechen werden. Goethe-Zertifikat ist modular, das bedeutet in allen 4 Teilen. Sie dürfen dann einen Teil so oft wiederholen, wie Sie wollen. Und abschließend werden Sie dann ein Zertifikat kriegen. In dem Zertifikat werden aber die Daten stehen, wo und wann Sie die Prüfungen gemacht haben. Und es kann zu der Situation kommen, dass Sie für jeden Teil ein getrenntes Zertifikat, also Papier, bekommen werden. Das ist aber nicht so sehr schlimm. Das Zertifikat ist dann sowieso gültig, ist kein Problem. Sehr viele Länder bieten Goethe-Zertifikat an. Ich würde sagen, ja, es ist schwierig, sich so ein Land vorzustellen, wo es kein Goethe-Institut gibt und wo Goethe-Prüfungen nicht angeboten werden. So deshalb denke ich, dass es überhaupt kein Problem für Sie ist. Bestimmt gibt es so ein Goethe-Institut in Ihrem Land. Das macht alles viel, viel leichter. Der nächste Vorteil sind Ergebnisse. Sie sind nach also bis 4 Wochen fertig und in sehr, sehr vielen Fällen überprüft man etwa nach einer Woche oder so 10 Arbeitstagen. Das ist so super schnell. Das bedeutet, Sie können dann sehr, sehr schnell wissen, ob Sie sich für eine andere Prüfung, für einen anderen Termin anmelden sollen oder nicht, ob Sie das überhaupt nicht brauchen. Also ein guter Punkt. Bei TILG. TILG kann man mit Goethe-Zertifikat ganz leicht vergleichen.
Es gibt fast gleiche Vorteile, aber es gibt dann mehr Nachteile meiner Meinung nach. Der erste Teil ist, dass die TELC-Prüfung bedingt modular ist. Das bedeutet, es gibt den schriftlichen Teil und den mündlichen Teil. In dem schriftlichen Teil sitzen alle drei, also lesen, hören und schreiben. Das bedeutet, dass wenn Sie dann was nicht gemacht haben, Sie dürfen nicht ein Modul wiederholen, sondern dann so zum Beispiel drei. Ja, der nächste Nachteil ist, dass Telk an vielen Orten nicht verfügbar ist. Es gibt einfach weniger Länder, die diese Prüfung anbieten. Trotzdem behaupten viele, dass diese Prüfung ein bisschen leichter ist. Ich würde dazu wohl nichts sagen. Es hängt von Aufgabenarten, die Sie einfach leichter verstehen können und sich leichter darauf vorbereiten. Ich würde so gar nicht behaupten, dass Telk so super leicht ist. Sowieso entsprechen die Aufgaben dem gewählten Niveau. So deshalb ja, werden wir das wohl nicht besprechen. Diese Prüfung wird länger überprüft, also Sie müssen so etwa 6 Wochen warten, bis Sie ein Ergebnis bekommen. Aber Telk bietet C1 Hochschule, das ist so eine besondere Prüfung, fast wie TESDAF. Und dieses Zertifikat wird an fast allen Universitäten akzeptiert. Also das ist auch eine gute Idee. Wenn Sie in Deutschland sind, zum Beispiel, können Sie dann C1 als eine Alternative betrachten. Aber meine höchste Empfehlung wäre wohl der TESDAF, nicht weil es meine Lieblingsprüfung ist, sondern weil es eine Prüfung ist, die alle akzeptieren. Alle Universitäten akzeptieren TESDAF mit unterschiedlichen Ergebnissen. Daraus fließt noch ein Vorteil. Sie können den TESDAF mit unterschiedlichen Noten machen. Das bedeutet, falls Sie in einem Teil, so zum Beispiel Schreiben, nicht gewünschte Note bekommen haben, können Sie eine niedrigere Note bekommen, aber sowieso bekommen Sie dann ein Zertifikat. So deshalb ist TESDAF, würde ich sagen, eine günstige, super gute Möglichkeit, ein Zertifikat zu kriegen, besonders wenn Sie Zweifel haben, dass Sie so einem hohen Niveau nicht ganz entsprechen oder Sie hatten nicht so viel Zeit zur Vorbereitung oder Sie haben Deutsch nicht so lange gelernt, dann wäre es eine gute Idee. Bei dem TESDAF gibt es Noten, das besprechen wir ein bisschen später auf der nächsten Folie. Aber der TESDAF ist nicht modular. Falls Sie einen Teil gar nicht gemacht haben oder nicht mit dem gewünschten Resultat gemacht haben, müssen Sie die ganze Prüfung wiederholen. Das bedeutet, dass Sie wohl in einem anderen Teil vielleicht nicht die Note bekommen, die Sie wollen, aber so ist das Leben. TESDAF wird auch in sehr vielen Ländern angeboten, besonders die digitale Version. Ich denke, kann man überall finden. So deshalb ist das dann auch eine gute Idee. Ergebnis. Es gibt 2 Versionen von dieser Prüfung. Wenn Sie digitale Prüfung am Computer gewählt haben, dann bekommen Sie Ergebnisse nach 4 Wochen, also gerade nach einem Monat. Ja, so, jetzt besprechen wir den TESDAF ein bisschen ausführlicher. Wie gesagt, es gibt 2 Varianten von dieser Prüfung, Papierform und digital. Papierform ist wohl etwas, was eher selten gibt. Es gibt so zum Beispiel in diesem Jahr nur 4 oder 5 Termine für Papierform, aber sehr, sehr häufig findet die digitale Form statt. Also was muss man hier verstehen? Der erste Punkt, digitale Form, bedeutet nicht, dass Sie diese Prüfung zu Hause in Ihren Pantoffeln machen werden. Sowieso müssen Sie zum Testzentrum fahren.
und Sie müssen dann diese Prüfung an Ihrem Computer machen in dem Testzentrum. Ich meine, Sie müssen dann diese Prüfung am Computer des Testzentrums bestehen. Ja, und in diesem Fall unterscheidet sich wenig von der Prüfung in Papierform. Aber das sind zwei absolut unterschiedliche Prüfungen. Das bedeutet, Sie müssen dann sofort verstehen, auf welche Prüfung Sie vorbereitet werden. Ja, wenn Sie Papierform gewählt haben, dann gibt es also besondere Arten von Aufgaben, aber wenn Sie digitale Form gewählt haben, da gibt es ganz andere Aufgaben, andere Art der Aufgaben, andere Anzahl der Aufgaben. Also alles ist ganz, ganz anders. So, das bedeutet, Sie müssen dann damit anfangen, dass Sie die Seite von TestDAF finden. Ich werde Ihnen dann Link geben und Sie werden dann sehen, welche Fristen es gibt, welche Anmeldungsfristen es gibt, welche Termine es gibt und Sie werden dann für sich den richtigen aussuchen. Da können wir in beiden Formaten können wir 3 Noten bekommen. TDE Test darf Niveau 3, 4, 5. Und falls Sie nicht bestanden haben, bekommen Sie dann TDN U3, also unter 3. Das bedeutet, sogar wenn Sie nur in einem Teil diese quasi Note bekommen haben, bedeutet es, dass Sie die Prüfung nicht bestanden haben. Ja, so überhaupt nicht. Das bedeutet, Sie können da in diesem Teil A1 haben oder, ja, weiß nicht, Deutsch nie gesprochen haben. So deshalb, wenn Sie nur in einem Teil TDN U3 bekommen haben, passt das Zertifikat gar nicht. Wenn Sie aber zwischen TDN 3 und TDN 5 bekommen haben, dann können Sie schon eine Uni wählen, die dieses Ergebnis akzeptiert. So zum Beispiel mit TDN 3 kann man Zulassung zum Studienkolleg bekommen oder auch an einigen Universitäten studieren. Wenn Sie die Note 4, 5 bekommen haben oder eine Kombination, dann können Sie die Uni wählen. Also mit 4, mindestens 4, darf man überall studieren. So deshalb würde ich gerade den Test DAF allen empfehlen, weil man dann, wenn man dann nicht ganz gute Noten bekommen hat, kann man dann sowieso ein Zertifikat kriegen und man kann dann sich eine Studiumsmöglichkeiten aussuchen, damit man dann sowieso studieren kann. Vorbereitung. Am besten wäre es, dass Sie die Vorbereitung ab dem Niveau B2 beginnen. Ja, weil TestDAF zeigt das Niveau von B2 bis C1. Also wenn Sie dann noch nicht B2 sind, dann ist es wohl zu früh. Sie werden dann sowas unter 3 bekommen oder so zwischen U3 und 3 bekommen. Also das kann eigentlich ganz lang sein und ganz anstrengend. Der nächste Punkt, Sie müssen dann ganz gut Format kennen. Besonders betrifft das den mündlichen Teil, besonders betrifft das digitale Form der Prüfung, weil diese ganz spezifisch ist. So, Sie bekommen zum Beispiel für eine Aufgabe 4 Minuten Zeit und wenn Sie damit beginnen, sich mit dem Aufgabenformat zu beschäftigen, überhaupt zu verstehen, was Sie da machen sollen, dann geht es einfach nicht. Sie werden dann nichts machen. Also Sie werden dafür keine Zeit haben. Dann würde ich empfehlen, viele Übungstests zu haben. Damit kann Ihnen meine Seite Pauker Club helfen. In der Atmosphäre der Prüfung können Sie ganz viel üben. Es gibt Probetests, es gibt dann Ergebnisse, es gibt Feedback von einem Lehrer, ja, was Sie verbessern müssen, was Sie falsch gemacht haben. Dann werden Sie gut verstehen, wie diese Prüfung überprüft wird und wie Sie
wie sie sich sicher fühlen können an dem Tag der Prüfung. Ja, so das ist auch sehr, sehr wertvoll, dass sie einfach verstehen, wo sie dann anklicken müssen und sie sparen dann diese Zeit. Ja, so sie werden dann ganz gut verstehen, was auf sie wartet. Anmeldung. Mindestens einen Monat vor der Bewerbung nicht letzten Termin wählen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie sich Termine so einplanen, dass Sie, falls es nötig ist, falls es diese Notwendigkeit gibt, dass Sie sich noch einen Termin einplanen können. Ja, und Sie werden dann immer noch pünktlich sich bewerben können. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ergebnisse, wie gesagt, digital nach circa 4 Wochen, papierbasiert nach 6 Wochen. So, hier möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Sie können gerne diese Präsentation herunterladen. Unten gibt es Links. Da können Sie Links finden, wo es die TestDav-Seite gibt, Goethe-Institut-Seite, Test.as. Darüber ja, werde ich noch eine Minute lang sprechen. Sie können meine Seite besuchen, www.pauka-club.com besuchen. Da können Sie Probeprüfungen finden, da können Sie TestDav-Training finden, da können Sie Videokurse finden zu unterschiedlichen Niveaustufen, aber insbesondere für die Prüfung TestDav gibt es sehr viele Informationen. Es gibt die Vorbereitung auf diesen Test. Ich erkläre dann Format der Aufgaben, der Prüfung. Ich gebe dann sehr viele Informationen, wie man sich verbessern muss, welche Abschnitte, also zum Beispiel Grammatikabschnitte, man gut können muss. Also das würde ich Ihnen extrem empfehlen. Außerdem finden Sie da einen Einstufungstest, da können Sie, das ist ja überhaupt kostenlos, Sie brauchen nur Ihre Zeit, Wunsch und Motivation, innere Motivation. Der Test hilft Ihnen zu verstehen, wo Sie sich befinden, ja, was Sie noch verbessern müssen. Zu dem Link zum Test AS, das habe ich hier verlinkt, damit Sie verstehen, dass nicht nur Deutschkenntnisse unbedingt nötig sein können, sondern auch andere Zertifikate. Viele Universitäten verlangen auch andere Tests, so wie zum Beispiel Test-AS. Test-AS muss beweisen, dass Sie die Kenntnisse, also dass Ihre Note aus der Schule tatsächlich Ihren Kenntnissen entspricht. Ja, wenn Sie diese Prüfung dann auch noch brauchen, informieren Sie sich dementsprechend auf der Seite Ihrer Universität. Das wäre dann doch am besten für Sie. Also, meine Lieben, da möchte ich mich bei Ihnen nochmal bedanken. Ja, ich sage Ihnen dann Tschüss. Wir sehen uns in weiteren Videos, wo ich dann noch ein Thema besprechen werde und hoffentlich Ihnen deutsche Sprache ein bisschen näher bringen.